Wenn du mal mehr willst, eins meiner Lieblingsthemen, euers scheinbar auch. Ihr habt entschieden, das Set wie Muscheln hat bei meiner Umfrage die Nase vorn gehabt. Also nun, nach meiner Mobile-Karte zum Hinhängen, zeige ich heute ein Windlicht zum Hinstellen. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Bleib unbedingt dran, sei gespannt und dann bastle nach oder gleich mit. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und heute geht es gleich weiter, mal wieder eine maritime Idee. Hier ein Windlicht. Du kannst dir schon vorstellen, entweder eine kleine Lichterkette rein oder eben ein elektrisches Windlicht. Ein echtes würde auch gehen, aber du weißt ja, beaufsichtigen. Ja, dieses Windlicht möchte ich heute mit dir basteln. Und die gute Nachricht, man kann das auch verschicken. Ich werde es in einer länglichen Form basteln und dann passt es, ohne dass man die letzte Naht zusammenklebt, aber so, dass man es schon vorbereitet hat. Hier in so einen A5-Umschlag und du kannst es verschicken als Großbrief mit 1,55. Jo, hier wäre meine Karte zum Hinhängen, auch dafür gibt es eine Anleitung. Auch der Stempelnerd hat sich maritim ausgetobt, das verlinke ich dir auch. Der hat eine ähnliche Karte zum Hinhängen mit einem anderen Set, aber auch maritim. Ja, und dann geht's schon los. Hier rumpelt's, mal gucken, ob alles noch da ist, wo es hingehört. Ja, passt. Ja, womit fangen wir an? Ich sage dir erstmal die Maße für meine Karte und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch. Du brauchst für diese Karte ein A4-Blatt. Ich habe es längst geschnitten, beziehungsweise quer geschnitten in dem Fall, 21 cm und 12,5 cm. Und das zweite Stück ist 21 cm mal 13,5 cm und es bleibt ein kleiner Streifen übrig, da hast du sicher noch Verwendung für. Außerdem brauchen wir ein Stück Pergamentpapier und wenn ich da ein A4-Blatt viertle, dann reicht das für 4 Blätter, also für 4 Windlichter. Mein Blatt ist jetzt 14,8 mal 10,5 cm. Und der kleine Trick, damit wir wirklich mit dieser Stanzform, mit der man ja Teile ausstanzt, etwas stanzen, was noch in dem Rahmen, also wie ein Rahmen ist, legen wir uns eben einen Rahmen an, indem wir uns ein Stück Pappe zurechtschneiden in den Maßen 9 mal 12 cm. Ausprobiert habe ich das mit der Hintergrundpappe, die immer in den Designerpapieren drin ist, und habe mir ein Stück zugeschnitten in 9 mal 24 cm, in der Mitte gefalzt, aufeinander geklappt und dann passt das. Jo, und da das jetzt eine Sache mit der Stanzmaschine ist, die ich jetzt hier aber nicht auf den Arbeitstisch schleppen möchte, die große, in die kleine würde es also nicht passen, zeige ich dir das jetzt einfach Schritt für Schritt und hoffe, dass ich alles richtig vorbereitet. Ich finde das mal ganz witzig, das so in weiß zu lassen. Ich werde dann bei diesem Format, du siehst ja, ist länglicher, werde ich unten noch einen Stempel in Blau, Marineblau draufdrucken und das, denke ich, war es dann. Du kannst natürlich noch überlegen, wie man es weiter dekorieren kann, da bist du ja völlig frei. Und auch für dieses hier hätte ich in der Höhe, bin ich bei 14,85 bzw. 15 cm. Das kann man analog natürlich genauso basteln. Jo, dann geht's schon los. Ich nehme mir das kleinere, das schmalere Stück von beiden in den Maßen 21 x 12,5 cm. Und damit ich auf die Breite von 10,5 komme, wird jetzt links und rechts eine Falz angelegt bei 1 cm. Und du kannst da natürlich auch schon ganz locker das doppelseitige Abreißklebeband draufbringen. Das hat, wie gesagt, den Vorteil, sehen, ob das jetzt hier noch reicht, dass du die Karte weiter verschenken kannst, verschicken kannst im Umschlag und der Beschenkte einfach nur den Klebestreifen dann auf dieser einen Seite noch entfernen muss, auf der anderen werden wir es schon anbringen, aber es passt dann wunderbar in den Brief. Das machen wir nachher fertig, zeige ich. Das erste Papier ist soweit fertig, wir könnten die Linien noch falzen, wenn wir einmal dabei sind. Natürlich tun wir das gleich. Wunderbar, unser längliches Kartenformat steht. Stelle ich schon mal da hinten hin, da stört es nicht. Dieses brauchen wir nachher. Und jetzt packen wir uns schon das erste Sandwich. Wir brauchen also, die Muscheln hatte ich schon gesagt, Stempelset, da werde ich nachher einen Stempel draus verwenden.
und dann die Stanzform und im besten Fall auch noch die Prägeform. Es geht auch ohne, aber mit kommt es natürlich noch besser raus. So, und wie packen wir unser Sandwich? Ich hole jetzt mal der Einfachheit halt Platten. Ich nehme die Rotplatte, eine von den Klarsichtplatten, und dann nehme ich mein vorbereitetes Stück Papier, lege das schon mal hier drauf, vermittle mein Hilfsrechteck so, dass ich oben etwa 1 cm stehen habe. Es kann auch etwas mehr sein. Und links und rechts, du weißt ja, es ist 13,5 breit, das ist 9 breit, bleiben also 2,25. Müssen wir ja nicht ganz exakt machen, aber so fast. Und dann malen wir uns hier ruhig das das Rechteck drauf. Und du weißt vielleicht noch nicht warum, siehst du dann im übernächsten Schritt. So, das haben wir uns schon mal fest drauf gemalt. Du kannst dir dieses Element auch fixieren, weil gleich müssen wir das Ganze umdrehen. Ich kriege das mit Washi-Tape durchaus ganz gut hin. Ich glaube, das funktioniert auch bei dir. Ich klebe dir mit ein Stück drauf, setze das jetzt hier drunter, setze das hier so rum drauf und fertig ist das. Drehe jetzt das Ganze um, habe mir ja gemerkt, oben etwa einen guten Zentimeter, links und rechts. Der Rand ist auch klar. Und jetzt nehme ich meine Stanzform und lege sie mittig drauf, links und rechts ausgemittelt. Und oben so, dass die Elemente, die letzten, also die höchsten Elemente, sage mal so 0,8 cm vom Rand entfernt in etwa die Ausstanzung haben werden. Und dann passt das. So lege ich das drauf, lege meine zweite Platte oben drauf, freue mich, dass es nicht verrutscht und schiebe das einmal durch die Stanzmaschine. Du stellst dir das jetzt vor und dann packe ich das aus und dann sieht das Element wie folgt aus. So rum habe ich es ausgestanzt. Hier hinten entferne ich jetzt meine Pappe. Ziehe ich also ganz locker ab. Hier lag sie. So, und hier entferne ich. So, und jetzt kannst du überlegen, ob du gleich hier noch die Filigranarbeiten machst oder ob du erst die Prägeform ansetzt, und ich setze erst die Prägeform an. Wenn ich das so rum aufeinander gepackt habe, dann kann ich die Prägeform jetzt von oben perfekt drauf schieben und mein Element ausmitteln. Dafür war oben die Sache, dass wir keinen Rand von 1 cm oder 2 cm brauchten, sondern etwas weniger, damit das jetzt gut hier reinpasst. Und jetzt kannst du ja ganz genau, siehst du, ausmitteln, dass alle Elemente gut aufeinander liegen. Ich brauche bei der Stanzmaschine dann eine Platte und lege das hier drauf. Das wird bei der neuen, kannst du das variieren, je nachdem wie der Druck bei deiner Maschine ist. Und schiebe das jetzt so durch die Stanzmaschine und Prägemaschine. In dem Fall ist es ja die Prägemaschine. Und hole das Ganze raus und habe dann mein Element. Und das sieht so aus. Und jetzt drehe ich das Ganze um und entferne mit meinem Cutter, ich glaube, ich habe den Cutter in Videos noch nie gebraucht, mit meinem Cutter die Stellen, die hier praktisch das Motiv am Rand noch nicht ganz, also es müssen welche halten, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten erkläre, es müssen welche halten, und hier sowas, das muss natürlich raus. Das ist am Rand noch verbunden, das geht ja nicht anders. Damit ich meinen Rahmen in etwa dann komplett habe, muss ich also einige Elemente rausschneiden. Und dafür habe ich vorhin diesen Bleistiftrahmen gezogen, damit mir jetzt hier nichts verschütt geht. Okay, ich fange da schon mal oben an. Und du siehst vielleicht, ich habe hier schon vorhin dran gearbeitet. Wichtig, dass du nicht drüber schneidest. Manchmal sind Elemente, es kommt einfach darauf an, wie knapp du oben angelegt hast, etwas schon zu locker oder abgeschnitten. Und dann habe ich natürlich mit Klebestreifen nochmal neu fixiert. Das geht ganz einfach. Notfalls müssen wir das gleich nochmal aufmachen, weil wir was verschnippeln. Aber ansonsten schneide ich jetzt einfach so raus, dass, wie gesagt, immer Verbindungslinien stehen bleiben und nur die Abfallstücke raus. Wenn du siehst, es ist eine Verbindungslinie komplett durch, das war hier oben zum Beispiel minimal knapp, dann nehmen wir uns also unseren handelsüblichen Klebestreifen und sortieren uns einen ganz schmalen Streifen in dem Fall und setzen ihn hier oben drauf, dass das gut fixiert ist.
Und dann funktioniert die Stelle schon. So aus. Hier oben musste ich das auch machen. Beim ersten ist es nicht doch an der Stelle auch passiert, aber eben nicht überall. Und da guckt man so ein Stück raus und das finde ich nur schon wieder witzig. Ja, du siehst hier an der Kante, alles was da nicht hingehört, kommt raus. Und den Rest lassen wir. Da musst du ein bisschen abwägen, welche Stücke bleiben und welche Stücke gehen. Aber das wirst du locker fertig bringen. Ich schneide hier noch ein paar Elemente raus. Hier unten um die Kurve. Im Ernstfall lieber was stehen lassen, als wegzunehmen. Zum Beispiel hier unten wird es sehr knapp vom Motiv. Das ist dann immer die Frage, mit wie viel Millimetern du das da oben angelegt hast. Und da das schon 1 Millimeter Veränderungen bringt, denke ich mir, kommst du so damit zurecht. Im Ernstfall, wenn du nicht ganz genau weißt, kannst du auch so rumschneiden. Hier siehst du zum Beispiel einige Elemente, sehe ich so rum besser. Dieses hier. Schauen, dass ich nichts zerschnippel. Hier unten, das lasse ich so. Das finde ich okay. Hier drüben gehe ich hoch. Das haut auch hin, bis hierhin. Hier oben ist noch ein kleiner Schnipsel. Den schneide ich durchaus ab. Und dann sind wir schon hier. Hier ist noch ein Element zum Schneiden. Und daneben noch eins. Aber du siehst, das Ding sieht cool aus und geht extrem schnell. Also je öfter man es macht, umso schneller. So, und dann bin ich fertig mit meinem Element. Jetzt kommt schon die Rückseite. Ich drehe es wieder um, nehme mein Pergamentpapier und das klebe ich dann doch wieder am besten mit doppelseitigem Abreißklebeband. Müssen wir wieder ein neues nehmen. Achtung, das Känguru. Mensch, Känguru, was machst du hier? Du musst wieder gehen. Aber schön ist es, ne? Ja, so, mein Känguru, mein echtes. Können wir ja auch noch stempeln. Nicht mehr lange, aber noch kannst du aus dem Mini-Katalog, dem aktuellen bis zum 30.06. im Ausverkauf, das Känguru erwerben. Danach ist du. Danach geht nichts mehr. So, ich habe jetzt oben und unten doppelseitiges Abreißklebeband geklebt und klebe das hier links und rechts. Natürlich alles hier auf der Seite kleben. Das kannst du halten wie ein Dachdecker. So geht alles. So. Hier hast du gesehen, meinen Cutter. So, kenne ich nichts, da lege ich was unter. Gehe ich mir meine Matte, die natürlich eine selbstheilende Matte ist. Ja, trotzdem brauche ich da keine Schnitte drin. Habe ich mir da was untergelegt. Eine von den dicken aus den Packungen, irgendwas bleibt immer übrig. Ja, alle Folien abziehen. Also natürlich wieder nicht die Folien, sondern nur die Schutzfolien. Dann, du weißt ja, das doppelseitige klebt immer sofort. Hauen wir das Ganze, kleben wir das Ganze hier mittig drauf. So, und das ist es. Und jetzt hat das Ganze auch eine Spannung. Wenn ich es gleich biege, aber die ergibt sich von selber. Du musst es also nirgends drüber ziehen, das läuft so ganz gut. Hier ist ein Schnipsel reingeraten. Ich brauche meine Pinzette. Kommen Sie mal her. Versteckt hat sich, glaubst du es? Muss raus. Kommen Sie mal her. Gehen Sie mal raus. Schütteln. Schütteln hilft immer. So, und dann würde ich gerne an der Stelle eigentlich Freunde sind wie Muscheln draufdrücken. Das ist heute fällig. Und auf eins der anderen, es gibt ja so viele Dinge und Leute, die man beschenken kann. Gründe für Karten und kleine Geschenke. Ja, auf die andere mache ich dann das. Du bist einzigartig und wirklich ein Schatz. Und da habe ich schon, das kann man natürlich fast jedem Dritten schenken. Also ich kenne ja nur die netten Leute. Wie geht es bei euch? Also ich bin immer so glücklich, wenn ich Leute kennenlerne, sage ich mir, wieso lerne ich immer die netten Leute kennen? Das ist ja Hammer. So, das mittel ich hier aus. Das setze ich hier gerade drauf und hoffe, dass das super wird. Ich finde, es passt. Freunde sind wie Muscheln. Die besten behält man für immer. Auch die Karte hat schon. Oh, ich habe schon einen Plan, wer sie kriegt. Jetzt nehme ich die eine Seite und klebe das durchaus auf. Lege das aufeinander und jetzt muss es gerade gehen. Deswegen siehst du auch gerade mein Hirn.
gerade drauf. Achso, und das ist die Karte, wo ich vorhin was oben präparieren musste. Kleinen Moment. Ich kennt das ja schon, ich muss immer mal was präparieren und korrigieren. So, und da passt das. Hier war ich einfach oben nicht ganz genug weit oben, deswegen habe ich den minimal gekürzt. So, und das käme jetzt, wo ist mein Brief? Wieder verschleppt. Wenn du meinen Umschlag siehst, grüß ihn von mir. Ach, nichts verloren. Geht nichts verloren. Ich habe ihn gefunden. Wenn du mal mehr willst, und dann kommt das Teil da rein, siehst du. Und schon passt das. Und dann passiert Folgendes. Es wird ausgepackt und der Beschenkte freut sich und dann denkt er, ups, was denn da? Das hat doch bestimmt einen Plan. Und dann zieht er den Klebestreifen ab und klebt das hier mit etwas Druck gerade gegen. Und unser Windlicht ist fertig. So. Und da ich dieses aber, was wir dir vorstellen, natürlich auch verschicken möchte. Nö. Wir können ja noch eins bauen. Das ist ja alles kein Problem. Ziehe ich also doch hier die Schutzfolie ab und nehme das Ganze jetzt mit Druck und klebe es hier gegen. Das ist ein bisschen frickelig, aber nur beim ersten. Beim zweiten, dritten, vierten läuft das dann besser. Setze es unten an, freudig über das doppelseitige Klebeband, ziehe es gerade nach oben. Wenn es unten und oben klebt, dann drückst du fest. Sollte da an irgendeiner Stelle minimal was schief sein, du kennst ja das Thema, du hast eine Schere. Damit kann man das oben dann einfach noch ein Stück korrigieren. So, und jetzt sag ehrlich, welches findest du schicker? Also ich finde sie beide schön und sehr edel und das sieht auch total cool aus. Und ich habe ein ähnliches Licht mit einem ganz anderen Motiv bei mir unten im Wohnzimmer stehen. Das habe ich von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen, die sich immer darum kümmert, dass ich die tollsten Sachen unbedingt bekomme. Und ja, das ist so ein Hingucker. Egal wer kommt. Vielleicht warst du auch schon da und hast gesagt, Mensch, was ist denn das für ein cooles Licht? Das muss man einfach gesehen haben. Ja, beleuchtet sieht es noch dreimal schicker aus. Ja, das war meine Idee für heute. Fertig. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Das freut mich total. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und klicke am besten gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos und Anleitungen. Alle wichtigen Informationen findest du auch in der Beschreibung unter meinen Videos, den Blog, den Shop und die News. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.